Hallo an alle da draußen, heute ist Sonntag, der 12. November 2023 und wir haben den 18. Tag hier auf unserer Werft. Hallo, guten Morgen. Heute geht es weiter wie angekündigt hier mit dem Bau im Heck mit den Tüten Nummer 42 und hier im Mittelteil mit den Tüten Nummer 18. Außerdem möchte ich weitere Dinge umsetzen, die ich im letzten Special Video Light Kits schon angekündigt habe. Dazu gleich und nachher mehr. Ja, hallo Brixi, heute musst du wieder ran. Es wird weitergebaut. Bin bereit. Ja, und du weißt ja auch, dass Joe und seine Männer heute wieder mit dabei sind. Ja, ich weiß. So langsam müsstest du doch jetzt wissen, dass das damals nur ein Scherz von ihm war. Ja, ich weiß. Na dann, ich bin gespannt nachher. Apropos, hast du in der Zwischenzeit eigentlich etwas von Yellowstone gehört oder ihn gesehen? Nein, immer noch nichts. Okay. Naja, vielleicht ist es besser so. Lass uns mal anfangen, dann kommst du auch auf andere Gedanken. Okay. Ja, bevor wir hier jetzt im Heck mit dem Bau starten, möchte ich hier zunächst noch etwas anderes tun, was ich in dem Special auch angekündigt habe. Nämlich genauso wie hier im Mittelteil möchte ich hier vorne die Anschlussdrähte für die Bullaugenbeleuchtung im Rumpf ins Innere des Schiffes verlegen. Das habe ich hier auf der Steuerbordseite, wie man sieht, bereits schon erledigt. Und was ich dafür an Änderungen vorgenommen habe, möchte ich dann gleich hier auf der Backbordseite zeigen. Außerdem möchte ich die Drähte, die sich hier mittlerweile auch angesammelt haben, genauso wie im Mittelteil in einem kleinen Kabelkasten etwas zusammenfassen. Das zeige ich jetzt. Zunächst öffne ich an dieser Stelle den Rumpf. Dieser schwarze Viererstein wird durch einen schwarzen Zweierstein ersetzt. Und der daneben liegende große Zwölfer weiße Stein wird um 2 verschoben. In die entstandene Lücke kommt dann ein Zweier Lochstein. Nach dem Rückbau der Bullaugen inklusive der Beleuchtung führe ich hier nun den Anschlussdraht durch den Zweier Lochstein und verschließe auch wieder noch die restlichen Lücken hier im Rumpf rund um die Bullaugen. Damit ich den Draht schließlich ins Innere führen kann, entferne ich hier an diesem Rumpfteil diesen runden Einser und kann an dieser entstandenen Lücke den Draht wunderbar durchziehen und schließlich ins Innere des Schiffes führen. Und abschließend wird der Rumpf wieder verschlossen. Die beiden Anschlussdrähte werden dann hier an dem vorhandenen 12er Expansion Board angeschlossen. An diesem hängen bereits schon die beiden LED-Bänder und beiden Einzel-LEDs der Fenster, jeweils Steuerbord und Backbord. Außerdem natürlich der Hauptanschlussdraht, der nach unten geht, und der Draht, der nach oben weitergeführt wird. Ebenso haben wir bereits hier auch schon einen Draht, der nach hinten ins Heck geht, zu einem weiteren Expansion Board. Dort hängen bereits schon einige Leuchtelemente dran und werden gleich auch noch weitere folgen. Um das Expansion Board und die ganzen Drähte auch wieder hier zu verstauen, entferne ich hier zunächst die Mittelsteine und ersetze diese 12er Platte durch eine 6er und 4er Platte, um dort an dieser Stelle dann jetzt auch wieder einen selbst konstruierten Kabelkasten zu positionieren. Der besteht größtenteils aus Steinen, die
bisher übrig waren bei der Titanic, die ich durch andere ersetzt hatte, bis auf die 4 blauen, die man hier sieht. Damit der Kasten noch etwas Stabilität hat, positioniere ich hier noch 2 Füße, hier auch mal eingeblendet. Jetzt baue ich die Mittelsteine hier wieder zurück. Nachher wird dann hier dieser Kabelkasten mit diesen 2 16er Platten abgedeckt, aber es werden hier noch gleich Anschlussdrähte dazukommen. Neben diesen 2 weißen Platten werde ich auch hier noch dann diese beiden schwarzen Steine nehmen, um das Ganze zu schließen. Die blauen und die gelben schrägen Steine, die habe ich hier vorübergehend entfernt, damit sie mir hier beim Hantieren und beim Bauen nicht permanent abbrechen und ins Innere fallen. Damit wäre auch das Heck soweit erledigt und beim nächsten Mal folgt noch genau das gleiche hier vorne im Bug. Sieht doch echt besser aus so. Gut gemacht. Dankeschön. Keine Ursache. Dann bin ich ja gleich mal gespannt, wie gut du deine Arbeit erledigst, denn wir starten jetzt mit den Tüten 42 und dem Weiterbau hier im Heck. Da mache ich mir keine Gedanken. Das wird ohne Probleme laufen. Aha, und da bist du dir ganz sicher? Darauf kannst du einlassen. Was auch sonst. Na dann, los geht's. In meinem letzten Video, dem Special zu den Light Kits, habe ich es bereits angesprochen, dass ich diese 4 Fenster hier im Heck gerne beleuchten würde. Dazu nehme ich jetzt 2 dieser LEDs, die eigentlich dafür gedacht sind, bei Brückschein vorne das Vordeck als Scheinwerfer zu beleuchten. Das werde ich aber ja nicht übernehmen. Daher kann ich 2 dieser LEDs jetzt hier wunderbar einsetzen, um diese 4 Fenster zu beleuchten. So bright. There are some lies that seems to die. How could you walk against the wind? How could you stop the earth go round? You never know which road to take. One never knows which way goes down. Die beiden schließe ich hier an diesem Expansion Board an. Das habe ich in der Zwischenzeit ersetzt. Da war ursprünglich ein 4er Expansion Board und da habe ich jetzt ein 6er positioniert. Daran angeschlossen ist bereits der hintere Teil des Hecks mit den Bullaugenbeleuchtungen und ebenfalls bereits angeschlossen das LED für den Scheinwerfer oben am Mast. Verbunden ist das Ganze natürlich vorne mit dem 12er Expansion Board. Befestigen möchte ich diese beiden LEDs mit den beiden Brückschein beigelegten kleinen Klebepads. Eines schon vorweg, wie sich zeigte, bleiben die Klebepads zwar wunderbar an den Lego-Steinen haften, die LEDs jedoch nicht an den Pads. Sie lösen sich relativ schnell wieder davon ab, wie man auch gleich sehen wird. Some thought you cannot tell. You can haul out every day. Tonight you will not sleep at all. Someone inside you have will roll How far can you run in the dark? until you crash into a wall. Nach dem Rückbau aller Steine wird hier nun der Mastfuß gebaut und den Draht mit dem LED, was später als Scheinwerfer oben am Mast dienen wird, diesen Draht führe ich nun hinter dem Mastfuß durch, damit ich den Draht später besser nach oben am Mast entlang führen kann. An
dieser Stelle ein kleines Problem. Durch das Zurücksetzen dieser Wände, um Platz zu schaffen für das LED-Band von Brückschein, kann ich jetzt hier diesen Dreierstein nicht vernünftig positionieren. Daher entferne ich zunächst mal hier diese 6er-Platten und jetzt kann dieser Dreierstein oder diese Dreiersteine auch vernünftig positioniert werden. Das Zurücksetzen dieser Wände, um für das LED-Band von Brückschein Platz zu schaffen, wird aber gleich noch zu einem weiteren Problem führen. Die beiden Elemente, die ich jetzt hier zusammenbaue, die jeweils auf beiden Seiten dann hinkommen, die würden jetzt eigentlich direkt auf diese beiden weißen 6er-Platten aufgesetzt werden, die ich gerade entfernt habe. Und eigentlich würden die sich ja dort befinden, wo jetzt dieser von mir geschaffene Gang ist. Das heißt, diese Elemente haben jetzt keinen Untergrund mehr, auf denen ich sie befestigen kann. Da direkt oben drüber aber gleich Platten kommen, ist das deswegen kein Problem, weil ich diese beiden Elemente dann direkt an der Unterseite der Platten befestige. Sie schweben dann quasi in der Luft, sind aber von oben natürlich fixiert. Hier sieht man jetzt eine dieser Platten und daran befestige ich jetzt eben diese beiden Bauelemente. Da kommt noch eine zweite Platte dazu und dadurch sind diese Elemente fixiert. Damit ich hier einen besseren Halt habe, werde ich hier noch aus dem eigenen Vorrat einen Zweierstein positionieren und damit ist das Problem gelöst. Genau das gleiche dann jetzt auch auf der anderen Seite. Damit das Licht der beiden LEDs nach oben nicht so stark durchscheint, bringe ich jetzt an diesen zweier beigefarbenen Platten unten jeweils noch einen schwarzen flach 1er Stein an, um das Ganze abzuschirmen. Ja, damit ist ein weiterer Punkt erledigt von den Dingen, die ich beim letzten Mal in dem Special Light Kits angesprochen hatte, nämlich die Beleuchtung dieser 4 Fensterbullaugen hier hinten im Heck. Damals wusste ich ja noch gar nicht, ob und wie ich das überhaupt machen werde, aber wie man jetzt gesehen hat, so schwer war es gar nicht. Und nachher seht ihr noch einen weiteren Punkt, den ich umsetzen werde. Und apropos sehen, hallo Yellowstone. Hallo, ist es okay, wenn ich wieder da bin und da bleibe? Okay. Ja! Aber das mit der Chili-Soße habe ich noch nicht vergessen. Ja, sorry. Okay, machen wir erstmal weiter hier mit den Tüten 42. Aber nicht ich werde jetzt weiterbauen, sondern wie schon angekündigt, Joe und seine Männer werden übernehmen und damit los geht's. Auf geht's.
Feierabend. Ja, ein großes Dankeschön an Joe und seine Männer, an AJ, Rick, Karl, Roberto und natürlich 8Finger Jim. Wir sind aber noch nicht fertig mit den Tüten 42. Den Rest werde ich jetzt bauen, weil dabei werde ich auch gleich noch einen weiteren Punkt umsetzen, den ich in dem letzten Video, in dem Special zu den Light Kits bereits angekündigt hatte. Also Brixi, mach dich bereit, es geht weiter. Hier setze ich jetzt eine weitere Idee aus dem Special Light Kits um. Diese beiden Fenster jeweils auf beiden Seiten möchte ich ja gerne beleuchten. Daher lasse ich diese grauen runden Einsersteine weg und nehme jeweils ein LED aus Brickshine. Hier wieder diese Bitlights Warm White. Führe den Draht hier zunächst durch diesen blauen Griffstein hindurch, um die Anschlussstecker dann natürlich vorne am 12er Expansion Board anzuschließen. Auch hier habe ich zunächst versucht, diese beiden LEDs mit Hilfe dieser Klebepads von Brickshine zu befestigen. Das hat aber, wie ich ja vorher schon gemerkt habe, nicht wirklich gehalten. Deswegen habe ich diese Idee dann auch wieder verworfen. Um die Drähte hier etwas zu fixieren, benutze ich hier diese Lochsteine, hier auch mal eingeblendet. Und die beiden Anschlussstecker werden dann nachher hier mit dem 12er Expansion Board verbunden. Um die LEDs etwas zu fixieren und auch nach oben wieder abzuschirmen, habe ich jetzt hier jeweils einen schwarzen und einen transparenten runden Einserstein unterhalb angebracht und das natürlich auf beiden Seiten. Hier ebenfalls nochmal zu sehen. Zunächst den schwarzen direkt darunter und einen transparentfarbenen runden Stein unter dem schwarzen. Damit sind diese LEDs jeweils etwas fixiert. Nach dem Anschließen und Verstauen aller Drähte und des Expansion Boards hier im Kabelkasten benutze ich jetzt hier Steine, die ich bei der Titanic gegen andere ausgetauscht hatte, um den Kabelkasten abzudecken. Unter anderem die beiden 16er weißen Platten und hier jetzt noch einen 4er Stein und eine schwarze 12er Platte. Das waren die Tüten 42, aber nicht nur die, auch hier die Beleuchtung für diese beiden Fenster, die hier unten drunter sind, sowie auch für diese hier und für die 4 hinten auch hier am Heck. Dafür kamen zum Einsatz 4 Einzel-LEDs aus Brickshine. Außerdem die Verlegung des Anschlussdrahtes auch hier auf der Backbordseite für die Bullaugenbeleuchtung im Rumpf ins Innere. Das Ganze zusammengefasst am 12er Expansion Board, welches wiederum inklusive der Drähte hier in diesem selbst konstruierten Kabelkasten dann verstaut wurde. Ja, für den Kabelkasten konnte ich weitestgehend Steine benutzen, die ich bisher bei der Titanic ausgetauscht hatte, bis auf die 4 blauen, die aus dem eigenen Vorrat waren.
Ja, und du, Brixi, um nochmal auf Joe zurückzukommen, hast ja gesehen, dir passiert nichts. Ja, hast wohl recht. Mal wieder. Okay, wie viele Steine hatten wir denn jetzt hier bei den Tüten 42? Wie wir oben bei Brixi sehen, 192 und damit insgesamt 6.379. 2 Stück waren zu viel dabei oder wieder übrig. Ja, apropos Zählen, Yellowstone, hast du Lust jetzt bei den Tüten 18 wieder mitzuzählen? So wie ihr das auch beim vorletzten Mal gemacht habt? Ja, wenn ich darf. Ja, darfst du, klar. Okay, dann machen wir das so. Ich bereite jetzt noch die Tüten 18 vor, beziehungsweise alles für den Bau der Tüten 18 und ihr könnt euch ja noch mal kurz absprechen. Was ist denn los? Du bist so komisch. Ich habe euch letztens gehört, vor allem als du zugestimmt hast, dass du dich von mir fernhalten solltest. Ja, also, das war nicht so gemeint. Sorry. Was sollte ich denn sagen? War ja auch nicht nett von dir, einfach den Senf gegen Chili-Soße zu tauschen und mir nichts zu sagen. Hätte ich etwas gesagt, dann hättest du es mir ausgeredet oder nicht mitgemacht. Ja, brauchst gar nichts zu sagen. Daher habe ich dir auch nichts von meiner neuen Überraschung gesagt. Wie? Was? Was hast du vor? Sei doch froh, dass er wegen der Aktion letztens nicht mehr so sauer ist. Mir egal. Nachher gibt es einen großen Bums. Wie? Was? Ich habe vorhin, als er noch nicht da war, im Heck einen Feuerwerkskörper versteckt und ihn mit der Elektrik verbunden. Und wenn er nachher die Beleuchtung testet, dann macht es BUM! Bist du verrückt? Geht es noch lauter? Bist du verrückt? Das kannst du nicht machen. Ach, da passiert doch nicht viel. Er erschreckt sich etwas und ein paar Legosteine fliegen rum. Ein paar Legosteine fliegen rum? Hast du gesehen, wie groß der Böller ist? Das kannst du nicht machen. Doch, und du hältst dicht. Jetzt kannst du beweisen, dass du doch auf meiner Seite bist. Das ist gemein. So, ihr zwei, was hattet ihr denn die ganze Zeit da zu tuscheln? Heckt ihr etwa wieder was aus? Nach dem letzten Mal hoffe ich vor allem für dich, Yellowstone, dass dem nicht so ist. Alles in Ordnung, oder Brixi? Also, ja, alles in Ordnung. Wir haben nur den neuesten Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Den neuesten Klatsch und Tratsch. Aha, na gut. Dann glaube ich euch das mal. Nach dem, was letztens war, wäre das schon ziemlich vermessen von euch, wenn ihr da jetzt nochmal was draufsetzen würdet. Eben. Ja, eben. Na dann. Seid ihr soweit? Ja, kann losgehen. Dann los geht's. Dieses Bauelement wird insgesamt 4-mal benötigt, die anderen 3 habe ich bereits vorbereitet.
Ja, das waren die Tüten Nummer 18 mit einer hier oben, wie ich finde, sehr extravaganten Konstruktion. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, übrig hatten wir ein kleines grünes flaches Einsersteinchen und insgesamt hatten wir, wie wir oben bei Brixie sehen, 164 Steine. Damit wird es auch Zeit für unsere schicke Tabelle und wir können die Werte von heute eintragen. Wie wir uns erinnern, hatten wir vorhin bei den Tüten 42 192 Steine und eben wie gesagt bei den Tüten Nummer 18 164 Steine. Bei Brixie oben sehen wir damit auch, wie viele Steine wir heute insgesamt verbaut haben, nämlich 356, ohne die natürlich, die ich zusätzlich verbaut habe. Ja, und sowohl Yellowstone als auch unsere Tabelle zeigen uns damit auch schon an, wie der aktuelle Gesamtzwischenstand ist, nämlich 6543. Damit kommen wir auch so langsam zum Ende, aber natürlich nicht ohne die verbauten Leuchtelemente zu testen. Hier im Mittelteil gibt es... Das kannst du nicht machen. Aber sehr wohl hier hinten im Heck. Was soll das? Wo willst du hin? Bleib hier. So, hier ist der Hauptanschlussdraht, der unten aus dem Rumpf kommt und hier ist mein Stromanschluss. Dann schauen wir mal. Hey! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schon wieder. Jetzt reicht es ihr zwei. Das wird Konsequenzen haben. Jetzt ist der Spaß vorbei. Das waren wir nicht. Echt nicht. Ich schwöre. Zumindest ich war es nicht. Glaubt ihr ernsthaft, dass ich euch das abnehme? Nach allem, was war. Ich sag's jetzt ein letzten... Okay. Siehst du, wir sind beide hier. Weit weg vom Lichtschalter. Ja, das stimmt wohl. Ich weiß nicht. Ehrlich, wir waren es nicht. Na gut, dann will ich euch mal glauben. Dieses Mal. Jetzt wollen wir aber schauen, ob das Ganze hier funktioniert. Ja, man sieht natürlich die Beleuchtung der Bullaugen ringsherum im Heck und an den Seiten, die wir ja bereits schon kennen. Dann natürlich auch die Beleuchtung der Bullaugen im Rumpf und oben das Einzel-LED, was dann später noch am Das warst du. Ich weiß, was du gemacht hast. Ich bin so froh, dass du es eingesehen hast. Ich weiß nicht, was du meinst. Bin ziemlich enttäuscht, dass da nichts passiert ist. Du kannst mir nichts vormachen. Du hast das Licht ausgemacht und die Verbindung zum Böller gekappt. Keine Ahnung, wovon du redest. Okay, das war's dann für heute. Beim nächsten Mal Doch. geht's weiter mit den Tüten Nummer 19 hier im Mittelteil und den Tüten Nummer 9 hier im Bug. Außerdem werden auch im Bug dann die Anschlussdrähte für die Bullaugenbeleuchtung im Rumpf ins Innere verlegt. So ihr zwei, ich weiß zwar nicht, ob ihr mit dem Ausfall des Lichts was zu tun hattet, aber da ja nichts weiter passiert ist, glaube ich euch das mal. In diesem Sinne, Tschüss, alles Gute.